Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nasküche. In China heißt ein altes Sprichwort, nichts ist gemütlicher als liegen, nichts schmeckt besser als Jiaozi, also Dumplings. Diese kleinen Teigtaschen haben über 1800 Jahre Geschichte. Sie sind heutzutage immer noch beliebt und häufig zum festlichen Anlass serviert. Heute machen wir das denn zusammen unter dem Motto dünne Teigblatt, dicke Füllung. Na, dann los! Wir nehmen 250 Gramm Weizenmehl und eine Prise Salz dazu. 115 Milliliter lauwarmes Wasser nach und nach langsam hineingeben. Somit kann sich das Mehl mit dem Wasser gut in Verbindung setzen. Die Masse gut durchkneten. Bis ein homogener Glattteig entsteht. Den Teig mit frischer Haltefolie umwickeln, mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. In der Wartezeit können wir die Füllung vorbereiten. 5 Gramm Ingwer mit dem Messer zerdrücken, dann ganz fein hacken. 80 Gramm rohe Riesengarnelen grob hacken. Jetzt das Schweinehackfleisch abschmecken. Die gehackten Ingwer und Garnelen rein. Dann ein halber Teelöffel Salz, bisschen 5 Gewürzpulver, bisschen weißer Pfeffer, 1 Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Maggi-Würze, 1 Esslöffel Reiswein, 3 Esslöffel Wasser. Das Ganze in eine Richtung gut rühren, bis alles zusammenhält. Noch ein Esslöffel Sesamöl dazu. Weiter in die Richtung gut rühren. Lochzwiebeln fein schneiden. Chinakohl zuerst in dünne Streifen schneiden, dann in ganz feine Würfel schneiden. Aufgetaute Steinpilze fein hacken. Wir machen schnell eine Soße zum Dippen. 3 Knoblauchzehen fein hacken. Aceto Balsamico nach Bedarf rein. Chiliöl nach Bedarf rein. Das selbstgemachte Chiliöl kann man bei meinem Video Mundwasserhähnchen finden. Den gehackten Chinakohl mit einem Teelöffel Salz salzen. Chinakohl enthält zu viel Wasser. Die Flüssigkeit aus dem Chinakohl mit den Händen auspressen. Das Salz zweimal mit dem Wasser abspülen. Am Ende das Wasser mit den Händen auspressen. Die gehackten Chinakohl, Steinpilze und Lauchzwiebeln in die Fleischmasse geben. Bisschen Salz und 5 Gewürzpulver dazu. 3 Esslöffel Rapsöl rein. Alles auch in die gleiche Richtung gut vermengen.
Jetzt ist die Füllung fertig. Etwas Mehl auf der Arbeitsfläche, den ganzen Teig nochmal gut durchkneten. Der Teig kann ja schnell austrocknen. Zuerst nur die Hälfte nehmen, die andere Hälfte wieder mit der frischen Haltfolie gut bedecken. Den Teig zuerst in eine Stange formen. Dann mit Hand oder Messer portionieren. Jedes Teigstück wiegt ca. 12 Gramm. Das Teigstück etwa rund formen und dann platt drücken. Dann mit einem kleinen Nudelholz das Teigstück zu Teigblatt gleichmäßig ausrollen. Wir schauen mal genau hin. Rechte Hand einmal drüber ausrollen, linke Hand das Teigstück einmal drehen, einmal ausrollen, einmal drehen. Das Teigblatt hat einen Durchmesser von ca. 8 cm. Die Füllung in die Mitte setzen und leicht andrücken. Dabei ist zu achten, dass der Rand sauber bleibt. Das Teigblatt zu Halbmunden zusammenklappen und die Ränder gut zusammendrücken. Dann mit den beiden Daumen und Zeigefinger formen, damit Jiaozi ein Bäuchlein bekommt. Wir schauen noch einmal. Zweite Variante, Anfang gleich, dann die entstandenen Laschen eins nach dem anderen zusammendrücken. Egal welche Variante, wichtig ist, die Teigtasche am Rand gut zu schließen, ansonsten läuft die Saft von der Füllung beim Kochen aus. 32 Stücke Jiaozi fertig, ab in den Topf. Reichliches Wasser mit wenig Salz zum Kochen bringen. Zuerst das Wasser nicht rühren, sondern in eine Richtung schieben. Jiaozi vorsichtig ins Wasser legen. Ab und zu das Wasser schieben. Das verhindert, Jiaozi zu senken und am Topfboden festzukleben. Decke zu, bis das Wasser langsam anfängt aufzukochen. Ein Schuss kaltes Wasser rein, um den Kochvorgang zu verlangsamen. Dadurch wird die Füllung gut durchgegart. Das zweimal wiederholen. Wenn Jiaozi an die Oberfläche schwimmen und die Volumen erkennbar vergrößert sind, ist das Sinn soweit. Endlich ab in den Teller. Jiaozi ist ein Familienessen. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich Jiaozi nicht besonders gemocht. Es war für mich selbstverständlich und einfach zu bekommen. Jetzt bin ich eine Mama, die für mein Kind das Essen selber zubereiten muss. Erst dann wusste ich die Arbeit zu schätzen, wie das Essen von meiner Mama damals liebevoll gemacht wurde. Darüber hinaus versteht man, Jiaozi zu essen. Diese Tradition kann über mehrere Generationen übertragen werden, erfolgt durch die Liebe. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtszeit mit Familie und Freunden. Bis bald!